So, hallo ihr Lieben. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich einen Simmering an der Kurbelwelle austausche. Und zwar im Prinzip sieht das Ganze dann so an der Kurbelwellenriemenscheibe aus. Die werde ich gleich abschrauben, abziehen und dahinter befindet sich das Simmering. Ich tausche es aus dem Grunde, ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen das Öl sauber gemacht hier. Das war am Ölen. Ne? Und wenn es anfängt zu ölen, ist ja logisch, die Scheibe dreht sich, das ganze Öl verteilt sich hier überall und das ist dann nicht ganz so dolle. Und hier an der Abdeckung, da kann man sehen, alles mit Öl versifft. Sieht einfach nur scheiße aus. Und nicht nur das. Der ganze Parkplatz ist voll davon. So, was habe ich gemacht? Ich habe einmal den Riemen abgebaut hier. So, ja, und hinter der Riemenscheibe befindet sich dieser Simmering. Ist nicht bei allen Autos gleich. Bei mir ist es, also in meinem Fall ist es auf jeden Fall so. Bei anderen Autos, die zum Beispiel einen Zahnriemen auch haben, befindet sich das Simmering hinter dem Zahnrad. Also sprich, da müsste man im Prinzip auch noch den Zahnriemen abbauen, und um da dran zu kommen. So, dann gucken wir mal einmal hier diesen Kavenzmann. So. Umschalten, dran halten. Zack. Ab ist er. So. Schräubchen. Jetzt muss ich den hier abziehen. Dafür muss ich einen Abzieher nehmen. Und dafür muss ich einmal ganz kurz die Kamera beiseite tun. So, da sind wir wieder. Also, ich habe hier so einen handelsüblichen Abzieher genommen. So, und jetzt versuchen wir einfach mal das Teilchen hier rauszukriegen. Noch läuft es gut. Bleibt nirgendwo hängen. Ach ja. So, wie ihr seht, kommt er langsam nach und nach, kommt er raus. So. Gleich müsste das soweit sein. So. Jetzt geht hier nichts mehr, weil ich schon im Prinzip am Ende angekommen bin. So, jetzt nehmen wir den hier raus. Vielleicht kriege ich den ja jetzt auch so raus. Nicht. So, dann müssen wir noch irgendetwas dahin packen. So eine Art Verlängerung oder sowas in diese Richtung. Dann können wir uns mal an irgendeiner Sache vergreifen. Irgendetwas, was wir finden, weiß ich zwar noch nicht, aber irgendetwas lässt sich hier bestimmt finden.
holen erstmal die eine Schraube raus. So ein Magnetchen hier. Zack. Die Schraube haben wir raus. Jetzt müssen wir etwas suchen, was ein bisschen größer ist. Diese Schraube habe ich jetzt einfach im Prinzip dort eingesetzt, weil es ja anders einfach nicht ging, ne? Jetzt können wir mal schauen, wie das aussieht, wenn wir die Originalschraube kriegen wir da nicht rein. So eine schöne Hülse könnten wir ja mit versuchen. Wir brauchen ja im Prinzip einfach nur ein bisschen Verlängerung. So. Ist ein bisschen schwer mit der Hand. Mit einer Hand nur. So. Aber das kriegen wir auch noch hin. Zack. Ja, und dann geht's weiter. So. Da haben wir den. Zack. So. So sieht er aus. Mein Gott. Natürlich ganz Welle. Und hier haben wir den Simmering hier. Ach die Scheiße. Da haben wir das ganze Öl. Ne? Da haben wir das ganze Öl da. Sieht im ersten Moment eigentlich ganz dicht aus, ne? Aber sobald man hier einmal drüber geht, dann sieht man sofort, dass das Öl da am Durchlaufen ist. Ja, wie kriege ich jetzt den Simmering ohne Spezialwerkzeug raus? Ich habe dann eine ganz einfache Methode. Die stelle ich mal ein bisschen hier so ab. Und so. Zack. So, da gehe ich einfach mit einem flachen Schraubendreher hier hin. So. Zack. Und mache da erstmal so ein Loch da rein. Und dann kann man den Simmering so einmal zack da rausholen. Hier ist er. Na, also man sieht doch schon ganz deutlich hier, dass dieser verdammt undicht war. Ja, jetzt mache ich alles da hinten schön sauber und dann baue ich den neuen wieder ein. Und dann hat sich die Sache erledigt. Den neuen, den werde ich anders einsetzen, als ich den alten rausgeholt habe natürlich. Dann werde ich gucken, dass ich
die entsprechende Nuss dafür habe im Prinzip. Zum Beispiel jetzt einfach nur mal, die wäre jetzt zum Beispiel zu klein. Ja? Also das heißt, dementsprechend müsste ich jetzt hier, glaube ich, einen 40er oder sowas nehmen, dass die genau hier auf diese Fläche hier passt. Also im Prinzip hier auf diese Fläche hier. So. Und dann werde ich die dort ansetzen und dann mit dem Schirmhammer hier mit leichten Schlägen da rein zwingen. So. So, sehr wichtig ist natürlich, dass man das alles akribisch schön sauber macht, weil sonst nutzt der beste Simmering nicht. Wenn das nicht hundertprozentig alles vernünftig sauber ist, dann wird auch der beste Simmering nichts halten. Dann kann der noch so teuer sein, der wird einfach nichts bringen. Deswegen mache ich das hier auch alles vernünftig sauber, sodass ich dann nachher die nächsten 10 Jahre Ruhe habe. So. Ja, sieht doch schon mal nach etwas aus. Noch ein bisschen und dann könnte man den neuen Simmering einbauen. So, so sieht's gut aus. So, da sind wir wieder. Das ist der neue. Kleines Teil, große Wirkung, wie man sehen kann. Ja? Und kostet noch nicht mal viel. Was weiß ich, das ist jetzt von Victor Reins. Da habe ich 16 € oder sowas für bezahlt. So, dann hole ich mir mal eben ganz kurz Öl. So, denn es gibt halt Simmeringe, da dürfte man normalerweise überhaupt gar kein Öl drauf machen. Aber hier auf diese Innenseite, ja, das ist keine typische dünne Lippe, sondern eine dicke Lippe. So, und damit die besser flutscht, sollte man da doch schon was drauf tun. Auf jeden Fall. Natürlich jetzt nicht komplett versiffen mit Öl, aber so ein bisschen. Damit das Teil gleich schön auf die Welle drauf geht. So,
Aber das ein bisschen so. Dann nehme ich hier so ein Rohr, was da exakt so passt. So. Zack. Jetzt, wie gesagt, mit ganz kleinen leichten Schlägen muss man das Teil da rein zwingen. So ein bisschen. So. Mal gucken. Sauber, ist alles schön bündig. So. Seht ihr? Das war's. Im Prinzip. Jetzt werde ich das Ganze zusammenbauen. Und ich hoffe, es hat euch gefreut, wieder mal ein Video von mir zu sehen. Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, irgendwelche Themenvorschläge oder irgendetwas, wenn euch irgendeine Funktionsweise interessieren sollte oder so, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Und ich werde euch definitiv die Fragen dann beantworten in einem Video. So, viel Spaß noch und tschüss.